Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns auf EU7, dem neuesten Server, im Moment zumindest noch im Gemüsegarten, im guten alten Gemüsegarten. Ein paar Leute wollten auch wieder ein bisschen was von EU7 sehen, deswegen habe ich mir gedacht, werden wir das mal auf jeden Fall machen. Es ist auf jeden Fall noch ein bisschen Potenzial zu pushen. Wir haben uns ja die letzten Male verbessert. Wir hatten ein krasses Epic-Event gespielt hier, wo wir sehr viele Level in kurzer Zeit gemacht haben. Und ja, wir gucken heute mal rein, ob noch ein bisschen was geht hier und da. Großartig verbessert haben wir uns jetzt in der Zeit nicht, aber wir werden mal gucken, ob wir in der Folge noch mal ein bisschen was rausholen können. Wo wir auf jeden Fall anfangen können, sind bei den Pets hier, glaube ich zumindest schon mal. Denn diese... Oh, was ist das denn? Ach so. Ah, lol. Schon die Dauerschleife freigeschaltet hier. 222, sehr schön. Ja, da kommen wir allerdings noch nicht großartig weiter. Genau, bei den Pets habe ich hier nämlich, glaube ich, teilweise zumindest noch nicht wirklich weitergemacht. Ein paar Habitate habe ich schon gelegt, aber ich glaube, ein paar gingen dann noch nicht. Wir gucken einfach mal, was geht und was nicht. Die Habitate übrigens auch ja, wie die normalen Dungeons, ja, Level angepasst. Das heißt, umso später ihr die macht, umso mehr XP bekommt ihr auch. Also die sind auch tatsächlich Level gebunden und keine statischen EP. Ne? Das trifft sich ganz gut. Wenn wir jetzt auf höherer Stufe sind, zum Beispiel, gucken wir einfach mal, wir haben jetzt hier Erfahrung 38 Mille. Mal gucken, wenn wir den jetzt besiegen sollten, wie viel der gibt, falls der jetzt liegt. Mal schauen, vielleicht auch nicht. Bisschen knapp das Ganze. Ich habe natürlich auch noch nicht die Unterwelt freigeschaltet. Ich bin jetzt nicht so tryhard hier, wie gesagt, auf dem Server. Jetzt sind wir von 38 auf 46. Ich denke mal, das sind schon ganz gute XP, einfach nur dafür, dass das hier halt so ein paar Habitatgegner sind bei den Pets. Wenn man das hier auf alle hochrechnet, ist das schon ganz gute XP. Ich glaube, den Rest habe ich hier soweit... Den Rest habe ich hier soweit erledigt. Ja, da haben wir jetzt nichts mehr großartig. Wo wir letztes Mal aufgehört hatten, war in der Schattenwelt, weil in der Lichtwelt nichts mehr ging. Und dann sind wir noch ein bisschen im Märchenturm reinstolziert. Aber wir gucken mal, was noch im Wirbelwind noch derweil so liegt, bevor wir irgendwas anderes hier angreifen. Denn dort können wir uns natürlich auch noch mal ein paar Etagen hochkämpfen hier. Und da haben wir schon die ersten 2 Level wieder in der Folge gemacht. Wir haben natürlich jetzt kein besonderes Event, um großartig zu pushen. Wir haben hier kein Epic-Event oder so. Ne? Also wir müssen mal gucken, was wir kriegen können. Aus dem Shop werden wir wahrscheinlich auch nichts Gutes bekommen. Wir können mal schauen, vielleicht kriegen wir eine normale Waffe mit Geschick drauf und einer sehr, sehr guten Spanne. Ich weiß nicht, ob uns das dann mehr bringt als die Epic-Waffe, die wir jetzt haben, weil da verzichten wir natürlich dann auf Ausdauer und Glück. Normalerweise würde ich das nicht machen, aber wir sind hier, wenn wir die rausnehmen, fallen wir von den 50% Crit-Treffer auf jeden Fall runter und das möchte ich auch nicht unbedingt, weil in der letzten Folge, da hatten wir da Madame Mystique, hieß die, glaube ich, versucht. Und da hatten wir fast keinen Crit-Treffer gelandet, obwohl die so easy gewesen ist. Und hätten wir da ja 2, 3 Stück gelandet, dann wäre das down gewesen. Aber da hatten wir die ganzen Tries weil wir da noch ungefähr auf, ich weiß gar nicht, zwischen 20-30% Glück noch irgendwie ja, da in dem Bereich waren. Und da hat einfach kein Treffer, also fast kein Treffer hat da gekrittet irgendwie. Also das war ziemlich unlucky, deswegen das möchte ich ganz gerne vermeiden. Und ja, des Weiteren spiele ich hier auch nochmal ein Handicap mehr ohne Arena Manager. Muss ich sagen, habe ich persönlich einfach nicht so wirklich die Lust dazu, das Ding hier noch so nebenbei weiterzuspielen. Ist natürlich, ja, verhindert mich natürlich auch nochmal ein bisschen. Wir können mal gucken, wo jetzt hier so meine Creator-Kollegen stehen. Der Derafin, der hat hier 4% jetzt Schaden drauf. El Chefe 9. Chris 6. Was hat Serge? Oh, Serge war auch 5. Ja, hat hier natürlich auch ein paar andere Boni, so ein paar Widerstände drauf. Ne? Das hilft natürlich auch ein bisschen Leben. Ist natürlich auch sehr nützlich auf jeden Fall. Wo wir jetzt halt eben so ein bisschen drauf verzichten müssen. Aber gut, habe ich mir ja eben auch so ausgesucht. Ne? Mal schauen, wie es aussieht. EU7 natürlich auch für mich nach wie vor ein Server, der recht interessant ist zu spielen, weil der halt innerhalb von 3 Minuten fertig ist. Dadurch, dass hier ja auf EU7
exklusiv das Expeditionsevent läuft, was halt wirklich im Moment nur auf EU7 ist, wahrscheinlich so zu Testzwecken, denke ich mal, bevor das auf alle anderen Server auch noch gelauncht wird. Aber das ist halt so der Grund, ja, sehr schön noch ein Level Up, das ist der Grund für mich, warum ich hier auf dem Server noch weiterhin erstmal aktiv spiele, solange das Expeditionsevent noch am Start ist, weil dann hast du deine Alu innerhalb von 3 Minuten durch. So, ob das jetzt nun das effizienteste ist, das sei mal so dahingestellt, aber du hast 300 Alu in wirklich 3 Minuten fertig, weil das Expeditionsevent, da kannst du halt, ja, 75 Alu, 100 Alu auf einen Klick so machen. Ne? Ich denke mal, auf 100 Alu komme ich noch. Das höchste, was ich jetzt momentan machen kann, sind 75. Aber auch da hast du dich so schnell durchgeklickt. Das ist jetzt für mich kein Mehraufwand, sag ich mal. Und deswegen ja, spiele ich momentan in der Gilde auch noch aktiv mit. Außerdem sind hier ja auch sehr viele ja, coole Kollegen von mir am Start, Creator-Kollegen, die auch in der Gilde spielen, was natürlich noch, ja, mich noch mehr freut, dass ich mit meinen Kollegen hier auch zusammen ein bisschen zocken kann. Das hat man ja auch nicht so häufig, dass man ja, so viele in einer Gilde hat, aber das freut mich persönlich sehr. Ne, ist halt so, wie wenn man mit seinen Kumpels irgendwie eine Gilde gründet oder so und dann am Serverstart ein bisschen was reißen will. So kommt mir das Feeling hier auch so ein bisschen auf. Und das ist halt auf jeden Fall sehr cool. Ich weiß nicht, wie langfristig die anderen hier in der Gilde spielen wollen. Sergio bestimmt. Das ist ja hier sein Server, wo er seinen Avatar drauf bekommen hat. Deswegen, das ist wahrscheinlich ein Herzensserver. Bei den anderen weiß ich es nicht genau. Genau, aber warten wir mal einfach ab. So, ich würde mal behaupten, wo gehen wir als nächstes rein? Wir können mal gucken, ob wir im Märchenturm ein bisschen weiterkommen. Da bin ich jetzt nicht so... Oh, okay, das sind schon mal ganz gute Voraussetzungen hier. Wir haben ja im letzten Epic-Event unsere Begleiter komplett episch equipped. Und das macht sich natürlich auch auf jeden Fall bemerkbar anhand der Stats von den Kollegen, beziehungsweise wie weit wir jetzt halt auch in den Dungeons oder im Turm gekommen sind, ne? Und noch kommen werden. Ich hatte hier nicht weiter nach dem Epic-Event großartig gepusht. Und das macht sich jetzt auch bemerkbar, denn wie ihr seht, die ganzen Gegner sind hier kein großartiges Problem. Meine Taschen sind auf jeden Fall schneller gefüllt wieder, als ich hier die leer machen kann. So, das zerlegen wir hier. Das kann auch zerlegt werden, das brauchen wir auch nicht weiter. Was haben wir hier? Ja, schöne Klopapierrolle. Die nehmen wir auf jeden Fall auch nochmal mit. So, das ist auch ein gutes Ding hier. Ein paar Stat-Punkte mehr, kann nicht schaden. Zack. Ja, beim Gürtel überlege ich noch hier. Obwohl, nee, hauen wir auch weg. Ja, machen wir mal ein paar Märchenturm-Etagen hier. Ist ja auch immer ganz wichtig, damit wir hier auch bessere Gold-Quests bekommen, wenn wir unsere Abenteuerlust dann auch spielen. Ne, ich hatte jetzt das Expeditionsevent schon lange nicht mehr gezeigt in einem Video. Ich habe jetzt heute auch meine Alu schon wieder durch. Wenn ihr wollt, dass wir da auch ein bisschen mal wieder reingehen, kann ich das sehr gerne machen. Aber im Prinzip gibt es da jetzt nichts großartig, was sich da jetzt ja, so noch geändert hat in der Zwischenzeit. Genau, Kleinpush haben wir schon hingelegt. Deswegen, ja, das ist jetzt nicht ganz so spannend zu beobachten. Falls es da mal wieder Neuerungen geben sollte, sage ich euch da auf jeden Fall auch Bescheid. Boah, das sind knappe Tries hier. Also der sollte eigentlich noch liegen hier, ne? Also wirklich sehr knappe Versuche. Ansonsten gehen wir gleich mal ein bisschen in die Licht- und Schattenwelt rein und gucken mal, ob wir da noch ein bisschen was reißen können. Also die Tries waren wirklich sehr knapp. Habe ich den jetzt gelegt hier? Nee, ich wollte schon meinen. Okay, was haben wir denn hier noch für Items bekommen? Markwart 45, kann man gut nehmen. Der Glückstein, gut, wir sind hier nicht auf 50%, deswegen nehmen wir den mal. Das hauen wir weg und das, okay, gut, kein Platz mehr. Warte mal, wir skillen noch ein bisschen in Ausdauer. Ja, ich bin jetzt fast 50-50 hier, aber wir haben ja auch viel Basispunkte schon in unser Hauptattribut gesteckt. Deswegen nehme ich jetzt mal einfach die etwas günstigere Variante, auch wenn Schaden natürlich immer ein bisschen besser ist für die Dungeon-Gegner, aber das kostet jetzt im Moment gerade ein bisschen weniger, deswegen nehmen wir mal ein bisschen Ausdauer, schadet auf jeden Fall auch nicht. Die Märchenturm-Etagen bieten da auf jeden Fall eine gute Gold-Ressource, die wir natürlich auch wahrnehmen. Okay, und hier haben wir auch
einen Gegner mal so gelegt. Interessant wird es jetzt bei Helgor, weil den konnten wir letztes Mal nicht besiegen. Diesmal haben wir ihn besiegt und haben auch gut Level gemacht. Ich waren das jetzt 2 Level, ich habe jetzt nicht drauf geachtet, aber insgesamt in der Folge haben wir jetzt schon wieder wie viel Level? 222 haben wir gemacht oder haben wir angefangen? Nee, auf 222 sind wir gekommen, aber wir waren fast auch 222. Ja, also, ja. Magiergegner ist jetzt nicht so, sehe ich jetzt nicht so gerne, muss ich sagen. Weiß ich nicht, ist vielleicht machbar. Aber das sieht erstmal ziemlich unwahrscheinlich aus, das Ganze hier. Ja, müssten wir wahrscheinlich gut reinkritten, wa? Müssten wir gut reinkritten. Das sieht im Moment jetzt nicht so gut aus. Schwierig, schwierig, schwierig. Mal gucken, was die anderen Gegner sagen, bevor wir mal in die Schattenwelt schauen, ob da irgendwas geht. Ich kann noch mal... Okay, gut, hier ist gar nichts. Ich kann noch mal gleich im Shop gucken, wie die neuen Waffen aussehen. Gut, hier brauchen wir auch nichts weiter großartig probieren. Ja, ein bisschen am Pushen hier. Das ist auf jeden Fall ganz nice. Mal schauen, wir gucken mal in die Schattenwelt rein. Vielleicht kommen wir jetzt hier ein bisschen weiter und können noch ein paar Level-Ups gut machen. Das sieht schon mal gut aus. Und der Endboss... Auch down, easy, nice, sehr schön. Okay, alle Attribut-Eite, nicht gut. Die Handschuhe brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Ja, weiß ich nicht, hat hier irgendjemand einen Anhänger, alle Attribute? Ich brauche keiner hier. Ja, schauen wir mal. Mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Wenn wir hier auf die Etage 5 besiegen, dann können wir auch den nächsten Schatten-Dungeon freischalten, wenn wir den Schlüssel in der Mine dafür dann auch finden. Aber da müssen wir natürlich erstmal hinkommen. 227, sehr schön. Und eine Magierwaffe. Ja, das ist auf jeden Fall ein Fortschritt für Marquardt. Den geben wir auf jeden Fall die bessere Waffe mit besserer Spanne. Hallo. So, die Sachen, die hau ich jetzt mal weg. Das braucht hier wirklich kein Mensch. Das kann ich noch in eine Toilette tun hier. Und weghauen. Ja, könnte ich auch zerlegen, aber bringt jetzt auch nicht so krank viel auf jeden Fall. Mit dem Update... was jetzt der Marquardt hier bekommen hat. Sehr schön. Jetzt haben wir schon die Chance, den nächsten Schlüssel hier zu finden in der Mine. Das können wir auch gleich mal versuchen. Mit dem Update, was der Marquardt jetzt bekommen hat, können wir safe auch gleich nochmal reingucken in den Märchenturm. Und der Gegner, der vorhin knapp gewesen ist, der sollte jetzt, denke ich mal, auch fallen. Wir schauen mal, was die Mine uns gibt. Da ist auch schon der nächste Key. Sehr schön. Alicia Keys, die freut sich darüber, über den Anblick hier. So, und weiter geht's. Mal schauen, wie es jetzt hier aussieht im nächsten Dungeon. Der erste Gegner. Ja, es kracht auf jeden Fall. Es macht jetzt nicht unbedingt den Eindruck, als ob das jetzt hier ja, so krank weitergeht, wie es aufgehört hat. Ist definitiv machbar, aber ist auf jeden Fall auch mit einem gewissen Pilzeinsatz verbunden hier das Ganze. 252. Der ist noch 242. Ich weiß nicht, der fällt vielleicht sogar noch ein bisschen einfacher als der erste Gegner im neuen Dungeon. Wir gucken uns mal die Tries an, geben denen mal ein paar Versuche hier und eventuell liegt der auch noch. Ja, der sollte mit ein bisschen Glück, sollte der liegen und das macht er auch. Sehr schön. Der Halsabschneider. Warte mal, was haben wir hier für ein... Achso, haben wir hier noch irgendwas, kann irgendwie noch der mit irgendwas... Okay, war jetzt der kann auf jeden Fall nichts anfangen hier mit dem Stein. Und ein Item haben wir jetzt auch kein gutes bekommen hier, ne? Nee. Nee, nicht wirklich. So, mal schauen, wie sieht der Gegner aus hier? Jetzt ein Krieger. Kann uns der eventuell noch auf Stufe 228 befördern? Ja, dann haben wir hier, also außerhalb des Epic-Events trotzdem einen ganz guten Push hingelegt, würde ich mal so sagen. Und wir haben noch nicht mal nach einer Waffe geschaut, ne? Wie gesagt, müssen wir gucken, ob die so viel besser sein wird. Wir müssten halt, ja, also geil wäre halt eine Epic-Waffe, aber wir haben jetzt halt kein Epic-Event, ne? So, aber wenn die Spanne schon ein bisschen besser ist als meine jetzige und der Durchschnittsschaden auch erheblich besser, dann kann man drüber nachdenken, auch eine Only-Geschickwaffe vielleicht zu bekommen, ne? Und ja, der Chat ist auf jeden Fall aktiv, die Gilde auch hier auf EO7, muss ich mal so sagen, sehr nice.
wirklich ziemlich aktiv. Also hat der Sergio auf jeden Fall auch gut unter Kontrolle hier das Ganze. Also muss ich mal so sagen, wirklich alle Gildenmitglieder hier am Start und Chat-Aktivität ist auf jeden Fall auch gegeben. Ist natürlich auch noch ein ganz junger Server und eine ganz junge Gilde. Ne? Das wird sich natürlich über die Jahre dann halt erst zeigen, wie sich hier die Langzeitspieler rauskristallisieren. Ne? Das ist natürlich dann immer so das Ding. Oh, ein bisschen mehr Rüstung kann vielleicht auch nicht schaden. Was sagt der Mark? Oh, okay, gut. Ja, ist nochmal ein bisschen besser hier für die Kunigunde, nicht Marquardt. So, ganz kurz nochmal rein in den Märchenturm, weil der geht mir hier auf den Sack. Ja, dankeschön. Der sollte nämlich vorhin schon liegen und ja, jetzt liegt der auch endlich hier. Ja, nee, da können wir alle jetzt nicht großartig was mit anfangen. Ja, schmeißen wir alles weg. Brauchen wir nicht. Weiter geht's. So, mal gucken. Geht da noch mehr im Märchenturm? Ja, da geht auf jeden Fall noch ein bisschen was. Ich bin auch mal gespannt. Ich würde jetzt mal ganz gerne mal in den Waffenladen schauen, was wir so für Waffen finden jetzt hier. Wir haben ja schon wieder ein paar Level gut gemacht und die Waffe, die ich aktuell trage, ist ja auch schon ein bisschen älter. Ja, mal gucken. Hans im Glück, oder ganz im Glück, besser gesagt hier. Ja, liegt auch. Sehr schön. So, wir gucken mal ganz kurz. Intelligenzring. Erstmal die Items loswerden hier. 17. Nee, muss ich jetzt nicht. 16 dementsprechend jetzt auch nicht. Okay, wir schauen mal ganz kurz. Was haben wir denn hier? Plus 67 im Durchschnitt Schaden. Auch schon wieder 800. Das hatte ich ja gesehen. 800 irgendwas Spanne rechts raus. 866. Oh, wir haben 716. Und 72 Durchschnittsschaden mehr. Also eine Epic-Waffe zu finden, wäre natürlich jetzt hier ein absolutes Ultimo. Aber wenn wir... Okay, Geschick knallt auch gut rein schon, aber die Spanne ist halt Ass. Also wenn wir jetzt hier eine gute Geschickwaffe mit, ja, einer knapp 900er Spanne rechts rausfinden würden, dann würde ich, glaube ich, tauschen. Aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeiten dafür, das jetzt so zu bekommen, ist auch ein bisschen gering. Und wie gesagt, wir tauschen dann natürlich auch Ausdauer und auf Glück. Da fallen wir denn hier jetzt auch unter 50%. Warum sind wir jetzt hier eigentlich auf unter 50% jetzt gekommen? Hatte ich irgendein Item hier ausgetauscht? 5-mal verbessert hier? Alles 5-mal verbessert? Hatte ich irgendwas ausgetauscht, dass wir jetzt hier unter 50% gesunken sind? Ich habe es jetzt nicht mitgekriegt. Naja, aber Thema Waffen, auf jeden Fall, da kann man ein bisschen was machen hier. Ja, aber ja, ich weiß nicht, ob sich das wirklich so extrem krank lohnt. Wir haben halt Geschick, aber die Spanne, das müsste wirklich schon eine Spanne sein, die deutlich höher ist als hier schon wieder. Ja, die ist ein bisschen höher, aber jetzt nicht so, dass ich mir jetzt sage, so okay, da tausche ich jetzt. Das müsste wirklich schon krank gut mehr sein als das, was wir jetzt hier finden. So wirklich schon so in Richtung 900. Hier so eine Spanne 870. Das würde, glaube ich, den Unterschied ausmachen, aber so weiß ich jetzt nicht, was ich davon halten soll. Naja, gucken wir erstmal ein bisschen weiter nochmal hier ganz kurz in die anderen Dungeons rein. Vielleicht kriegen wir ja auch hier eine gute. Schade. Das wäre natürlich jetzt hier absolut geil gewesen, wenn wir jetzt hier so eine heftige Geschickwaffe von einem, ja, Dungeon-Gegner bekommen hätten. Aber da musst du schon wirklich hart lucky für sein, wenn du sowas gedroppt bekommen willst. Gucken wir mal ganz kurz nochmal in Märchenturm, wie es hier nochmal kurz aussieht. Und dann würde ich mal sagen, ist das für die Episode erstmal schon wieder genug, würde ich mal behaupten. So eine kleine Dungeon-Push-Folge hier auf EU7 mal zwischendurch. Ist, denke ich mal, auch nicht verkehrt. Mal schauen. Wir haben gute Etagen gemacht, auf jeden Fall im Märchenturm. Das ist auf jeden Fall schon mal eine wichtige Sache. So, wir gehen nochmal zum Schluss hier rein in den Wirbelwind, beziehungsweise, warte mal, wollte ich nochmal ganz kurz in die Lichtwelt nochmal reinschneiden. Aber hier stehen wir jetzt überall halt vor Magiern. Das wird halt, glaube ich, erstmal nichts werden hier. Nee, das sieht böse aus, Höchstens im Wirbelwind würde noch ein bisschen was klappen. Aber ja, auch hier nur
mit einem relativ hohen Pilzeinsatz. Deswegen würde ich mal sagen, haben wir eigentlich jetzt in der Folge einen ganz guten Fortschritt gemacht. Ja, wir haben jetzt ein bisschen an unsere Creator-Kollegen aufschließen können. Haben sie jetzt noch nicht überholt, ne? Ja, 238, es sind noch 10 Level Unterschied, aber wir sind auf jeden Fall ein bisschen höher gekommen im Level, was auf jeden Fall jetzt schon mal nicht verkehrt ist. Und ja, ich würde mal sagen, dann lassen wir das erstmal für die Folge soweit und gucken mal die nächsten Tage, wenn wir uns wieder ein bisschen verbessert haben, wie es hier weitergeht auf EU7. Bisher immer noch ein Server, der mir auch sehr viel Spaß macht und ja, mal schauen, wie lange das noch hält. Wie gesagt, solange das Expeditionsevent am Start ist, werde ich hier definitiv noch weiter zocken. Alles klar, bis dahin, wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.